Hallo zusammen und danke fürs Einschalten. Heute habe ich diese hübsche kleine Tasche für euch im Gepäck. Sie ist aus T-Shirt-Garn gefertigt. Ihr braucht davon eine Rolle, die 100 Meter lang ist. Und ich arbeite mit einer 5,5 mm Häkelnadel. Ihr kennt es nicht. Außerdem braucht ihr natürlich dieses Steckschloss, die D-Ringe und ja, hinterher, um die Tasche zu tragen, dann noch eine nette Taschenkette. Bevor wir anfangen, noch ein paar Worte zu dieser Technik. Also grundsätzlich ist es recht einfach, dieses Muster zu häkeln. Was jedoch etwas schwieriger ist bei T-Shirt-Garn, ist meiner Meinung nach, es sehr gleichmäßig aussehen zu lassen. Ihr werdet es merken, wenn ihr mit dem Garn arbeitet, dass es sich immer in eine Seite zusammenrollt, so wie hier. Und wenn ihr dieses Muster häkelt, müsst ihr zum einen darauf achten, dass die nach innen gerollte Seite, also die offene Seite, immer Richtung Häkelnadel liegt. Das ist der eine Trick, wie man es möglichst gleichmäßig aussehend hinkriegt. Und der zweite Trick ist, dass ihr die Maschen immer gleich weit hochziehen müsst mit der Häkelnadel. Da kommen wir gleich zu. Ich habe mich dazu entschieden, eine sehr kleine Tasche zu machen, da sie nur 6 von diesen Puff Stitches in einer Reihe hat. Wenn ihr also die Größe der Tasche verändern wollt und weitere Puff Stitches hinzufügen möchtet, dann geht ihr wie folgt vor. Wir fangen an, in der zweiten Reihe zu zählen und das Muster in der zweiten Reihe ist wie folgt. Feste Masche, Luftmasche, feste Masche, feste Masche, Luftmasche, feste Masche, feste Masche, Luftmasche, feste, feste, Luft, feste, feste, Luft, feste, feste. Ich habe also in der zweiten Reihe, das ist die zweite Reihe, 5 Luftmaschen, was letztendlich 6 Puff Stitches ergibt. Um jetzt zu prüfen, wie viele Luftmaschen ihr in der ersten Reihe benötigt, zählt ihr das einfach durch. Also, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Ich habe das natürlich schon gezählt. Das sind 17 Maschen in Summe. Und ihr rechnet immer plus 1 für den Wechsel in die nächste Masche. Sprich, wir wissen jetzt, dass wir für ein Muster mit 6 Puffstichen, Puff Stitches, 18 Luftmaschen in der ersten Reihe benötigen. Wenn ihr eure Tasche jetzt erweitern wollt und die größer machen wollt, dann fügt ihr weitere Puff Stitches dazu, indem ihr in der zweiten Reihe immer rechnet, eine weitere Luftmasche, 2 feste Maschen. Das wären jetzt also 7 Puff Stitches. Wenn ihr noch eine hinzufügen wollt, wieder eine Luftmasche und 2 feste Maschen. Anschließend zählt ihr einfach 19, 20, 21, 22, 23, das wird hier ein bisschen eng. Wie viele Maschen das also dann sind in Summe? Rechnet plus 1 für den Wechsel und wisst jetzt also, dass wenn ihr die Tasche um 2 Puff Stitches erweitern wollt, dass ihr in der ersten Reihe 24 Luftmaschen braucht. Also wie gezeigt, fangen wir jetzt mit 18 Luftmaschen an. Um die zweite Reihe zu beginnen, überspringen wir die erste Masche von der Nadel ausgezählt und stechen in die zweite Masche ein und machen dort dann eine normale feste Masche. Wie folgt. Wie gerade in dem Muster gezeigt, kommt jetzt noch eine zweite normale feste Masche.
Und das Ganze sollte wie folgt aussehen. Jetzt machen wir eine Luftmasche, überspringen die nächste Masche der ersten Reihe, sprich dort stechen wir ein und machen dort die nächste feste Masche. So erhalten wir in der ersten Reihe oder der zweiten Reihe, besser gesagt, immer diese Löcher, durch die wir dann das Muster durchhäkeln können. So, wir machen wieder eine feste Masche, dann wieder eine Luftmasche, überspringen wieder eine der Maschen der ersten Reihe und machen wieder 2 feste Maschen. So macht ihr nun weiter bis zum Ende der Reihe. So sieht das Ganze dann aus. Um nun von der zweiten in die dritte Reihe zu wechseln, machen wir 3 Luftmaschen. Eins, 2 und 3. Anschließend drehen wir um und machen eine normale feste Masche in das erste Loch in der zweiten Reihe. So. Seht das Ganze hier einmal. Also ihr seht deutlich das Loch in der zweiten Reihe und durch diese 3 Luftmaschen bildet sich ein weiteres Loch. Um jetzt mit dem Muster anzufangen, rollt ihr das Garn am besten etwas ab und wir arbeiten durch dieses Loch in der ersten Reihe. Ihr stecht da ein, legt den Faden um die Nadel und zieht ihn nach vorne. Anschließend legt ihr ihn wieder um die Nadel, von hinten nach vorne. Immer darauf achten, wie ich gerade eingangs erläutert habe, dass die offene Seite des Garns Richtung Nadel liegt. Dann stecht ihr wieder durch das gleiche Loch ein, zieht den Faden wieder nach vorne, legt ihn jetzt wieder um die Nadel und zieht ihn ein letztes Mal nach vorne. Anschließend könnt ihr die Fäden natürlich noch ein bisschen hübsch sortieren und danach schließen wir die Masche. So. Indem wir den Faden durch alle Maschen durchziehen, bis auf die letzte. So, ihr habt dann also 2 Maschen auf der Nadel und
schließt den Stich wie folgt. Wir machen weiter, indem wir eine feste Masche in das nächste Loch der ersten Reihe häkeln. Zweiten Reihe, Entschuldigung. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Das erste Loch der zweiten Reihe befindet sich jetzt quasi unter diesem Puff Stitch, den wir gehäkelt haben. Da müssen wir als nächstes den Faden durchziehen. Man sieht ein bisschen schlecht hier im Video, aber wenn ihr das gehäkelte Teil vor euch haben habt, solltet ihr es erkennen. Und wieder den Faden durchziehen. Immer darauf achten, dass die offene Seite zur Nadel zeigt. Rumlegen, wieder durchziehen. Zwischendurch immer ein bisschen sortieren. Wieder rumlegen. Und ein drittes und letztes Mal durchziehen. Jetzt maschen wir alle Maschen ab, bis auf die letzte. Und greifen den Faden nochmal, um ihn durch die letzten 2 Maschen durchzuziehen. Als nächstes folgt jetzt wieder eine feste Masche in das nächste Loch der zweiten Reihe. Am Ende der Reihe angekommen habt ihr jetzt also 6 von diesen Puff Stitches gemacht. Und wir drehen wieder um, indem wir 3 Luftmaschen häkeln. So, dann umdrehen. Und wir stechen zwischen den beiden Puff Stitches ein, zwischen den ersten beiden, um eine feste Masche zu häkeln. Das Muster beginnen wir jetzt durch diese Schlaufe, die sich an der Seite gebildet hat. Wir stechen also dort durch und ziehen den Faden nach vorne. Anschließend, gut sortieren, legen wir den Faden wieder herum, stechen wieder ein, ziehen ihn wieder nach vorne. Legen ihn wieder herum. Und ziehen wieder nach vorne. Wir maschen ab durch alle Schlaufen bis auf die letzte. Und schließen die Masche. Jetzt stecht ihr zwischen dem zweiten und dritten Puff Stitch ein, macht wieder eine feste Masche, die ihr auch gerne etwas höher ziehen könnt, wie ihr hier seht, und den zweiten Puff Stitch arbeiten wir durch den ersten und zweiten Puff Stitch der letzten Reihe. Also das Loch ist wieder unter dem aktuellen Puff Stitch. So, da durch. Und wir ziehen den Faden wieder nach vorne, legen ihn um die Nadel, ziehen ihn ein zweites Mal nach vorne, legen ihn wieder von hinten um die Nadel
und ziehen ihn ein drittes Mal nach vorne. Und wir maschen ab. Alles bis auf die letzte Masche und schließen den Stich. Ihr häkelt jetzt einfach Reihe für Reihe so weiter und rollt das Gehäkelte immer mal ein, um zu sehen, ob es mittlerweile schon eine schöne Taschenform erreicht hat. Wenn ihr die gleiche Größe häkeln möchtet wie meine Tasche, also eine sehr kleine Tasche, dann müsst ihr 13 dieser Puffstitch reinmachen. So sieht es dann also aus. 13 dieser Zickzackreihen, die man immer mal einrollt, um zu schauen, ob es schon eine Taschenform ergibt. Und wir machen weiter und glätten die Ränder. Sprich, ihr macht eine Runde feste Maschen außenrum. Ihr seht, ich habe hier nicht abgeschnitten und neu angesetzt, sondern ich häkel direkt weiter in einem. Wie folgt. Immer den äußeren Faden an der Seite. Hier setze ich 2 Maschen rein. Und den nächsten Stich setze ich dann dort rein. Wichtig ist, dass ihr die Stiche nicht zu eng häkelt, weil sonst verzieht sich das ein wenig. Also relativ locker halten. Und da auch wieder 2 normale feste Maschen. Anschließend dann wieder durch den äußeren Faden an der Seite. Wieder 2 Stück. Und ihr seht, der Rand wird schön gerade. Nachdem ihr die Runde beendet habt, sieht das Ganze dann also wie folgt aus. Wir haben einen schönen geraden Rand. Ihr könnt es einmal eindrehen und habt eine schöne Taschenform. Jetzt gilt es, die Seiten zu schließen. Die Seiten werde ich im Detail nicht zeigen in diesem Tutorial, weil es sich einfach um ganz normale feste Maschen handelt. Die könnt ihr hier einmal in Großaufnahme sehen. Es sind 5 feste Maschen in der Breite und hier 1, 2, 3, 4, 5 Reihen in der Höhe. Und das habe ich dann anschließend einfach mit ein paar Stichen einmal außenrum festgenäht. Da die Tasche sehr dick wird, können wir nicht einfach das Schloss durchstecken und die Riegel umbiegen, sondern wir legen jetzt 2 kurze Stücke von dem Garn ein und klemmen es wie folgt fest und nähen das Ganze so an die Tasche an. Das geht dann wie folgt. Meine Häkelnadel habe ich hier schon einmal durchgestochen. Ich ziehe jetzt einfach die beiden Fäden durch die Tasche durch, bringe sie also zur Innenseite . Genau so. Jetzt noch die unteren beiden Fäden. Nicht so einfach. So, jetzt sind sie auf der Innenseite. Und auf der Innenseite könnt ihr sie dann einfach vernähen oder wenn ihr noch eine Innentasche näht, dann könnt ihr sie auch einfach verknoten, weil man es sowieso nicht sieht.
Der obere Teil des Verschlusses wird einfach festgeklemmt und die D-Ringe habe ich auf beiden Seiten jeweils mit ein paar Stichen festgenäht. So, und fertig ist eure Tasche. Ich hoffe, die Tasche gefällt euch. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich versuche alles zu beantworten.